Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Cognition. Wir sind noch mit Rupert beschäftigt. Es geht so peu à peu lang und ja, halt so Schritt für Schritt. Also wir nagen uns hier an der Hinweiskette hoch. Es ist ein bisschen komplizierter. Und ich weiß nicht, ob man es gerade schon gehört hat. Draußen gewittert es extrem bei mir. Und das versetzte mich gleich in diese Cognition-Stimmung. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, wir können dieses Rätsel heute lösen und dem Robert helfen, überhaupt auf seine Erinnerung wieder zurückzukommen. Das wäre ja mal übelst genial. Jetzt haben wir ihm das Lied vorgespielt, ne? Der Song, genau. What was that phrase you wrote to your wife again? And though the rest I'm bound to lose, the one thing I'll take with me is you. Irgendwie hat uns das aber auch nicht weitergebracht, ne? Die Uhrzeit wissen wir, das ist, glaube ich, auch noch alles eingetragen, ne? Wenn ich mich jetzt verabschiede, dann kehre ich doch wieder zurück. Oh Mann! Dieses Spiel macht mich irre. Haben wir denn noch irgendwas für ihn? Foto des Opfers. Hey, was ist eigentlich mit dem Bild? This is not going to work with this. Scheiße. So eine Scheiße. Boah, Leute, ich bin auch langsam echt aufgeschmissen. Ich weiß gar nicht, was ich ihm noch alles vorsetzen soll. Robert, I want you to listen to this. Das hatten wir alles schon. Ja. Ich kann es nicht überspringen. She was sad I was going to spend another one away, so we had dinner at our favorite restaurant. But I had to leave from there, so we walked to the closest train station. I looked at my cell phone when I was leaving, and I told her it was our time. Inside joke. I handed her a note. But the note said... Any information you can give me from here? The time. Yeah. 9:30 p.m. It was something that Sarah always remembered from some date we had when we started going out. That was the time that night. Yes. Don't you wish sometimes we could go back in time? I would have never left her that night. What would I need to reenact that time? Wir drehen uns im Kreis, mein Guter. Um es in Fischis Worten zu sagen. Ich prangere das hart an. Ja, nee, wir kommen hier nicht weiter. Ich muss rausfinden, wie das blöde Restaurant heißt. Ich nehme jetzt mal mein Handy zur Hand. Was sagt denn Papa? Zur Not funken wir mal wieder Papa an. Weil mir das hier auch alles zu lange dauert, ne, langsam. Das ist jetzt nichts Schlechtes, ne, so soll's, das soll's nicht heißen. Websuche. Phoenix Online Studios Suchergebnis. Verflixt. Abenteuer. Wir können ja auch nicht Restaurant eingeben. Bla. Was doch hier? Restaurant. Restaurant. Okay, let me look for that restaurant's name to help Robert. Ja, weiß ich, was sie gegessen haben. Mexikanisch, Italienisch, Thailändisch, Griechisch. What am I doing? That's not what I'm looking for. Frag ihn mal, was das für ein Restaurant war. Verdammt. Ihr müsst doch wissen, was ihr gegessen habt. So ein Scheiß, ne? Leute. What am I doing? That's not what I'm looking for. Ich würde auch gern einmal zurück. Boston, Italienisch, Griechisch, Chinesisch. What am I doing? That's not what I'm looking for. Ah, ist das kompliziert, ne? Man muss es auch echt übertreiben. Beacon, Newberry. Irgendwas sagt mir dieses Boston. Commonwealth. Ja, nee, aber wir sind hier nicht in Fallout. Treadmont, Newberry. What am I doing? That's not what I'm looking for. Wir müssen das irgendwie noch besser triggern. Also er muss wenigstens wissen, was er gegessen hat. Oh Mann. Blöde Diktiergerät. Oh, warte, weißt du was? Papa, Robert Goodman.
Ist ein Thai-Restaurant. Ich suche gerade im Zuge meiner Ermittlungen nach dem Namen des Thai-Restaurants. Wird gesendet. Erika, zu meiner Zeit mussten wir noch Telefonbücher wälzen, um einer Spur nachzugehen. Oder uns ins Auto schwingen und drum fragen. Du kannst doch einfach im Internet nachschauen oder frag deinen Partner. Oh, John. Das Datum. Ich muss für den Fall ein bestimmtes Datum herausfinden. Was sagt Papa? Du kannst doch einfach die Beweise durchsehen und es so finden. Kerle. Kerle. Robert, please stay here. I have to get something done. Don't take long. Ich rutsch mal kurz rüber zu John. Vielleicht hat der noch eine Idee. Können wir denn... Ups. Oh, falsch. Websuche. What am I doing? That's not what I'm looking for. Ist das echt schon gesagt worden, dass es ein Thai-Restaurant war? Weil... Ach, verdammt. Ja, für mich ist es jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Bolstoy. Oder Bolston. There we go. This should help Robert. Fusion Noodles, Basil Leaf, Curry Palace, Pad Thai und Ginger and Basil. Heinz, Coppey, Arlington. Ach, das sind die möglichen Thai-Restaurants in der Nähe der U-Bahn-Station. Okay. Pad Thai. Fusion Pad Thai. Erika, setz dich. Oh, es ist einfach so fummelig, Leute. Setz dich. Super. Hi. Das Handy haben wir noch. This is not going to work with this. Oh Mann, mach mich nicht schwach, Erika. Mach mich nicht schwach. Also kommen wir nur in die Erinnerung. Ich würde ihn gern befragen. Okay. Robert, tell me if any of these ring a bell. Pad Thai. Pad Thai? That doesn't sound right. Fusion Noodles. Geiler Name übrigens. Fusion noodles. That doesn't sound right. Wie wär's denn mit Ginger and Basil? Ginger and basil. No, doesn't ring any bells. Curry Palace. Curry Palace. Yes, the Curry Palace. That's the one. Okay, we're making progress. Okay. Curry Palace. Muss ich nochmal raus. Muss ich gucken, was das für eine Station ist. Curry Palace. Dann ist das die Copley. Wahrscheinlich. Das ist ja nur die Straße runter. Die Prudential wird's nicht sein. Und was ist das? Die Back Bay? Curry Palace. Kann ich danach noch suchen? Nein. Verdammt. Thailändisch. Bolstoy. Zurück. Oh. Voll angeditscht. Websuche. Restaurants. Thailändisch. Bolstoy. Das war jetzt Copley. Ich hab's schon fast wieder vergessen. Copley. Okay. Raus hier. Mach zu den Scheiß. So, lass mich mal... Ich kann nicht auf die Bilder zugreifen. Robert. Oh, gosh. I don't remember what station it was, but I do remember I took her to a Thai restaurant on Boylston Street. Her favorite place. They have the best chicken curry in town. We went to the closest station on our way back. Naja, das wäre die Copley. Do you remember the name of the restaurant? Yes, the Curry Palace. That's the one. Wir haben die Uhrzeit, wir wissen den Bahnhof, wir haben den Song. Es fehlt noch das Datum. Und das Datum werde ich wahrscheinlich in irgendwelchen Akten finden. Sarahs Kleid ist eigentlich sowas von irrelevant, weil wir das am Anfang schon als allererstes hatten. Your wife was beautiful. Yes. Ich überspringe das What mal. was your wife's... Blue. Blue, blau, blau, Can you Uhrzeit, remember... The time. 21:30, Robert, Bahnhof. you mentioned the last time you saw your wife was at a... Oh, God. Do you remember... Yes. Der What was Song. that? And Wir haben schon What alles. was that? Ups. and though the Das, was mir fehlt, ist das Datum. Das blöde Kackdatum. Ah,
Ach so, und jetzt bin ich auf einmal wieder in den Bildern. And thought the rest I'm bound to lose. The one thing I'll take with me is you. Das ist die Songzeile. Tja, wir wissen noch nicht. She looks splendid. So hin. Back Bay. Ach so, die Back Bay ist auch eine Station dann. Copley ist aber auch eine Möglichkeit. Boylston, Arlington Heights, wahrscheinlich wird sie Back Bay sein. Sie hat das so orange markiert auf der Karte. Robert. Datum. Das Einzige, was uns noch fehlt, Leute. Leute, das Datum. No, that's not right. No, that's not. Das doofe Datum, ne? Ich werd bekloppt. Do Notizblock. you remember any other details? Ja, ist gut. Ihr müsst das jetzt nicht nochmal vorlesen. Case. Warte mal, ich schreibe mir mal diese Nummer auf. 3, 2, 4. Ist das eine 4 oder eine 9? 3, 2, 4. 3, 2, 4, 9. 980. Ups. Der Fall Sarah. Ich probiere halt echt gerade alles aus. Ne? Also wenn Leute das jetzt schon wissen, ihr mögt euch im Grabe umdrehen, ich weiß das, aber es ist eine schwierige Robert, please stay Situation. here. Don't take long. Ja. Das ist auch so absurd, dass man immer wieder aufstehen muss. Man bereitet sich darauf vor. Es ist schon irgendwie absurd. Machen wir das Beste draus. Sully, hast du noch was? Sully? Erica? Ja, Thank you, Jared. Anything you need, Erica. jetzt mir mal helfen können. Okay, wir müssen Exit drücken, dann geht's zum Fahrstuhl. Und ich gehe kurz mal nach oben. John besuchen. Vielleicht hilft er uns. Und wenn nicht, in den Computer. Also das wäre jetzt noch meine zweite Idee, dass, am Computer noch irgendwas ist. Gwen, die ja Asservatenkammerverwaltung macht, ne? Die könnte uns vielleicht auch noch mal helfen. Ich weiß nicht. Hi, John. Sprechen. McCoy? Red? Der Fall? Verdammt, es ist nichts Neues da. How's the case going? It's going. Well, you know what to do. Put your clues together. Ja, okay, danke, John. I'm going to go back to my work. Go get him, Red. Ich bin verzweifelt. Papa hat doch gesagt, ich soll hier mit John sprechen. Robert Goodman, Datum. Du kannst doch einfach die Beweise durchsehen und das so finden. Verflixt, was denn für Beweise? Ich habe hier so einen Zettel gehabt. Papierfetzen. Oh, ich werde bekloppt, ne? Ja, komm, schnell ran an den Schreibtisch. Das Datum ist halt, wie gesagt, echt das Letzte, was uns so fehlt. Beweise. Die Falldatenbank für Sarah Goodman. Reicht eigentlich schon. Das Opfer wurde im Badezimmer. Das hatten wir alles. Todesursache. Sarah und Noel Goodman. Ermittler Jared. Also Sully und Davies. Der Ehemann blieb bei seiner festen Überzeugung, dass kein Suizid vorliegt. Aber es wurde als Suizid in die Akten vermerkt. Okay, warte mal. Personensuche. Sarah. Ja, das ist ein Nervel. Das ist Robert. Ich brauche mehr Beweise oder was ich, irgendwas. Hauptmenü nochmal. Querverweis. Sarah. Ich hätte gern das Datum.
Ungeklärt. Unexplained. Natürlich, ja, es wäre ja eigentlich Selbstmord. Er hängt. Ach, verdammt. Ich weiß, dass wir das haben nochmal ausgedruckt, was uns aber nicht wirklich viel bringen wird. Telefon? I don't have any business. Okay. Ich schätze mal, wir müssen irgendwas mit den Visionen machen, aber wir haben da jetzt schon so rumgefuhrwerkt und rumgestöbert in dem Robot. Ich wüsste nicht mehr, wo wir da irgendwas rausziehen sollen. Eieiei. Gwen, los komm, rück mal die Akten raus jetzt. Kann doch nicht wahr sein. Hey, Erica. Hey, Gwen. Thank you, Gwen. Anytime. Ups, will ich nicht. Auch da nicht. Ich werde bekloppt. Ich glaube, das ist der Moment, den du auch meintest, Robert. Ne? Man wird halt einfach, jetzt doch wird man irre. Man wird irre. Es wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen hier. Los, rein da. Ganz fantastisch. Eigentlich hatten wir die 3 schon, ne? I need to get closer. Ja, okay, mach das. Setz dich mal ran. Gab es da irgendeinen Hinweis auf ein Datum? Ich meine, wir haben es ja schon benutzt. Das Diktiergerät, Robert und Sully. Da kam nur dieses Ding This dabei is rum. obviously a suicide. At least it'll pass as one. We don't have time to deal with this. Don't you want to investigate further? When you've been on the force as long as I have, you'll learn to pick the big cases from the ones that'll only suck up your resources and not go anywhere. We'll talk more outside. Scheiße, das bringt einem echt nicht weiter. Die Immersion, die kann ich mir klemmen, dann komme ich wieder in den Rest Mist, bla. They changed this table recently. This is not going to work with this. They changed... Irgendwas mit dem Tisch. Robert, hast du ja auch gesagt. Irgendwas mit dem Tisch. Aber was? Donut. Ich habe ja hier nicht wirklich viel übrig. Robert, please stay here. I have to get something done. Don't take long. Ihr Lieben, ich werde jetzt mal mich schlau machen, glaube ich. Also ich bin langsam verzweifelt. Ich wüsste nicht mehr, was ich noch machen soll. Das, wir rödeln jetzt schon seit 3 Folgen. Und die sind ja jetzt immer sehr lange. Rödeln wir schon dran rum. Ich gucke jetzt mal, wie wir dieses blöde Datum, das ist halt das Einzige, was uns noch fehlt. Das blöde, verkackte Datum. Alles andere haben wir eigenständig geschafft. Ich bin sehr stolz. Aber ich gucke jetzt mal, wie wir das rauskriegen. Ich melde mich gleich zurück. Bis gleich. Okay, Kinders. Das Ganze ist trickiger, als man dachte. Grundgütiger. Ich muss mal kurz nach oben. Tschüss, Sully. Man kann das auf mehrere Arten lösen. Besonders interessant macht das die Szene auch, da man ja entweder mit Sully das Ganze spielen kann oder eben mit John. Und es gibt da so ein paar Unterschiede. Ich habe jetzt nur überflogen, weil ich mag mich immer nicht in so ganz viel Zeug reinlesen. Ne? Ihr versteht das. Ich habe es jetzt überflogen. Ich soll ja die Szene nachstellen. Das ist so bescheuert. Und das meinte Erica Tatsache auch wörtlich. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Also Davies und Sully haben ja damals den Robert befragt. Und Davies liebt Kaffee. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Man soll die Kaffeetasse dann mitnehmen. Davies does not want me taking her mug. Ficken Kacke. Was? Das steht da, aber ich soll die Kaffeetasse dann mit nach unten nehmen und das dann als, Visionsträger benutzen. Wenn nicht, ist denn jetzt schon jemals gesagt worden, überhaupt das Datum, wann sie ihn befragt haben?
Kalender. October 2008. This should help me figure out what I need. Also... Es ist gesagt worden, das ist ja halt, ich habe ja lange nicht aufgenommen. Ich weiß eben nicht, ob wir schon wissen, wann Sully und Davies mit Robert gesprochen haben. Das wäre der 12. Der Robert berichtet, er habe seine Frau letzten Mittwoch gesehen, das heißt am 8. Aber ich kann jetzt ja auch leider nichts anklicken, also wir wissen nicht. Wir wissen es einfach noch nicht. Kalender. Es ist zum Mäusemelken, ne? Dieser Pfeil raubt mir alles. Nimm jetzt diese Tasse mit. Du brauchst die. No. Ja doch. Verdammt. Ich bin gleich zurück. Ich bin wieder hier. Ich habe mir gerade nochmal das Diktiergerät angehört und ja, da wird schon gesagt, dass es der 12. Oktober ist. Tut mir leid, dass ich mich einfach nicht mehr erinnert habe. In demzufolge wissen wir das Datum schon. Es ist der 8. Der Robert berichtet auf dem Diktiergerät, dass er seine Frau letzten Mittwoch gesehen hat. Was war das hier? 2013? Ach Quatsch, 2008. Okay. Also 8. Oktober 2008. Rein in die Erinnerung, denn wir haben alles. Ups, nicht die Projektion. Ich hätte gern, genau, die Regression. So, pass auf. Copley. Es ist die Station Copley. How can I find the date? Wie weit? Du hast da gerade auf dein Handy geguckt. Nicht Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Können wir das auch rückführend? Ach, verdammt. Ah! 8. 2008. So. Bambalicious, Alter. I remember now. I remember clearly. I took a picture of Sarah before we walked down to Copley Station. Sarah had that look on her face. I knew exactly what it was. God, this station is dirty. They need the janitor from our station. What's his name again? Mr. Longmore. Anthony. Anthony, yes. He's a nice man. Yeah, he's one of the only friends I have. You have to make an effort to like this city. It feels like our life is a long string of goodbyes. And hellos. Sarah, you know this is what I do for a living. Here, I wrote this for you. I could only find a napkin. I love you, Sarah. Your train is here. I'll be back before you know it. That was the last time I ever saw her alive. After I found her hanging in our apartment. My job, none of it made sense anymore. You have your name now. Am I free to go, Agent Reed? Anthony Longman. Aber eher so beiläufig erwähnt. Ich wüsste nicht, warum er jetzt noch hier bleiben sollte. Er ist kein Verdächtiger. Das ist sowas von Bullshit. Besonders er. Er kann gehen. Robert, I'm going to do my best to get to the bottom of this. Oh, thank you. For Sarah's sake. You're a kind woman. I know it's none of my business, but you mentioned a brother who'd been murdered. Whatever happened to him, let it go. Don't end up where I did. Das ist sogar mal relativ weise hier in Erikas Fall. Okay, noch irgendwas? Thank you. For Sarah's sake.
Der Mensch ist komplett fertig, ne? Puh, das war wirklich anstrengend. Oh, Sully, bitte fang mich auf. Ich würde jetzt auch gerne eine Runde Nudeln mit Ente Cross essen oder so. Oh. Great job. And you didn't even need me. I'll go run a search on Longmore. Can you give Goodman a ride? I'll try to get him to a shelter. Anthony Longman. Immerhin haben wir jetzt den ersten Hinweis. Neue Nachricht von was? Have you seen any good memories lately? I have one for you. Search for Amy Lewis. I'm sure it'll ring a bell or two. Oh. Oh. Who the hell is sending me these? Buckyball Network. Das ist krass. Das schickt ihr das wirklich der Mörder? Hatten Sie in letzter Zeit ein paar gute Erinnerungen? Ich habe hier eine für Sie. Das ist dann bei Ihnen... Oh, gruselig. Oh. Amy Lewis, ein gewisser O und Anthony Longboard Woman. Keine Ahnung. Jetzt wird's kompliziert. Computer, bitte. Thanks a lot. Noch eine neue Mail? Nö, alles beim alten. Falldatenbank. Brauchen wir gar nicht erst gucken. Beweise. Personen. Anthony Longmore. Anthony Longmore. Worked for the T. This is our guy. Oh, auf jeden Fall schon bekannt, denn er hat Fingerabdrücke hier. Anthony, geboren, ist in Nashville, Edinburgh Street. Relativ klein für einen Mann. Relativ klein. Na? Ich interpretiere nur rein, keine Sorge. Blau, grau, Haarfarbe, grau. Bildung. Also eine Highschool und an der University. Abgebrochen, okay. Nashville, Busfahrer und U-Bahn-Fahrer. Und dann wieder U-Bahn-Fahrer. Zur Übertragung bitte Gerät anschließen. Ach, diese Technik von heute, ne? Huch. Ach so. Ja, ich weiß auch nicht. Warum nicht das Handy? Nimm das Handy. Gerät inkompatibel. Korrektes Gerät anschließen. Ja, du kannst mich mal... Diese Technik, ne? Nämlich mein UV-Lichtgerät. Was? Übertrage Bild. Ach, das geht. Ach, du mich auch. Personensuche. Und Amy Lewis. Wieder von Massachusetts. Boston, MA. Also graduiert, oder was? Ach nee, Quatsch, MA. Das ist doch Massachusetts. Ich bin bekloppt. 73 geboren. Oh, verstorben. Geburtsort Boston. Melrose Place. Braun, relativ klein. High School, dann wieder die University. Medizin. Krankenpflege gemacht. Sehe Aktenzeichen. Aktenzeichen. Für Details bezüglich ihres Todes. Ohne Momento. Oh, bitte lass mich das jetzt nicht schon wieder aufschreiben. Falldatenbank. Amy Lewis. Another hanging. Oh. Ruled as a suicide. But I have a feeling it's another murder. I'll have to check on this case later. For now, I'll focus on the Goodman case. Who's sending me these messages? Aber Erika, das hängt doch alles miteinander zusammen. Warte mal. I don't need to request any evidence right now. Schade, ich dachte, ich muss es mir mal ausdrucken. Cory Scozzari hat das untersucht. Ist der hier bei uns im Hauptquarter, am Headquarter? Bericht, das Opfer wurde am Hals erhängt, im Wohnzimmer ihrer Wohnung aufgefunden. Eine der Nähe stehende Ottomane wurde als Tritthilfe verwendet. Streifenbildung und Hautverfärbung stimmen nicht vollständig mit Seilpositionierung überein, sind aber noch innerhalb der Abweichungstoleranz.
Weder Familienangehörige noch Bekannte des Opfers konnten für Fragen ausfindig gemacht werden, noch konnten die jeweiligen Parteien ordnungsgemäß über ihren Tod informiert werden. Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden befragt, kannten Amy jedoch nur wenig bis gar nicht. Es wurde kein Abschiedsbrief gefunden und die Familie wurde auch nicht befragt. Boah, Leute, was ist hier nur wieder los, ne? Amy Louis Case, so rum. Abmelden. Tja. Jetzt soll ich mich auf den einen Typen konzentrieren, oder was? Ich gehe mal... Ups, Entschuldigung. Jetzt steckt dieses Bild in meinem UV-Lichterkennungsteil. Wie soll ich denn... What? Warte. I need to enter some sort of code here. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wieso ist das Ding jetzt hier auf diesem Ding drauf? This sounds wicked cool. It can help see through colors and also can project images. Colors. Ach, hier, Longmores Fingerabdruck. Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Ich frage mal kurz John. John ist immer, weiß ich nicht, ist immer die erste Anlaufquelle. Und Vargo, Abbott, Sully. Sully sitzt wieder da. Vargo. Dieser Scoozy-Typ ist nicht da. Vielleicht ist er an der Hall schon oder so, vielleicht verstorben. Gucken wir gleich. McCoy? Red? Hey. Oh. Yay. Andere erhängte Opfer. I just got a message in my phone pointing me to another victim. Another girl found hanged in her house 2 years ago. So what's on your mind? Naja, jemand versucht, einen Fall aus diesem Selbstmorden zu stricken? Nee. I think we are looking at a serial killer. Also sie schätzt, dass halt ein Serienmörder unterwegs ist. Someone got nothing better to do. Naja, irgendjemand hat halt nichts Besseres zu tun. Ich sag mal, dass das alles ja... I think we're looking at a serial killer. The real question is why would the killer change his patterns all of a sudden? What do you mean? Ja, vielleicht ist es ja der Gang-Killer Tatsache. Warum verändert er das? Und warum ist er auf Geschwisterpaare umgestiegen? Fragen wir Fragen. He precious the victim's past as suicide. This was an obvious murder. Also, dass sie halt eben als Suizid geclaimed waren. This was an obvious murder. Ja, Mord halt, ne? Oh Gott, dieses Pürisch. Der Mörder hatte es auf eine andere ethnische Gruppe abgesehen. Der Mörder hat eine andere Tatwaffe benutzt. Nein. His previous victims passed as suicides. This was an obvious murder. Guy got tired of dancing and wants to get caught? I don't know. This seems too complicated in a way. It seems almost like a game. It's not common, but killers do change MO from time to time. Maybe. Na, es ist schon merkwürdig, auf jeden Fall. Ich meine, ein Mörder möchte ja seine Aufmerksamkeit und gewinnen. Zumal auch sehr gewinnen. Deswegen spielen die ja teilweise auch mit der Polizei oder mit anderen Ämtern. Das kann durchaus schon vorkommen. Okay, was sagst du denn zu diesem Anthony? I found the name of the victim. That's my Red. Do you have an address? Yeah, heading there now. Coming? Ah, no, too many donuts. You take Sully with you. Great. What? He worked on the case. Did he put you up to this? Ain't Cupid a fat ass too? Ach, komm jetzt mit, John. I'm going to go back to my work. Go get him, Red. Okay, gehe ich eben wieder mit Sully. Sully. Ich mag sie ja beide sehr gerne. Hey, Sully. Hi, Erica. Hey du, kommst du mit? I need you to come with me. Lunch? Would you drop it with that damn lunch? We got work to do. I thought you didn't want me to come with you. Well, yeah, I do now. Hurry up before I change my mind. Die sind irgendwie süß zusammen. So, die Longmore Apartments. Und mir fehlt schon wieder gerade die Maus. Ah, da ist sie. Auf geht's. Ist ja nicht weit weg.
key. I got the keys from the landlord. 2 points for diplomacy. Hey, you know me. I'm a charmer. He mentioned that Longmore was going to move out at the end of the month. What are we looking for? Anything that can tell us why this guy was killed. Wollte umziehen. Oh, ein verdächtiger Teppich auf dem Boden. Tacky. Wieso denn? Da ist doch bestimmt was drunter. Ah, Found something? Maybe. Geheimfach. What are you hiding? Let me get down there for you. Always the gentleman. No. All right, give me some time to go through this. Ja, wie war's? Mach auf jetzt da. Und dann ist los, zacka, zacka, I'm actually zacka. kind of glad he came along. See anything interesting? All right, give me some time to go through this. Go through this. Also wahrscheinlich wird er das eigentlich aufmachen. Okay. Die Tür. Können wir die Sully, schließen? I need to go check on some things. Oh. Can you meet me Nein. back here later? Sure. Ich wollte sie nur schließen, damit ich einen guten Blick auf diese verdammte Küche habe. Natürlich, wir fahren noch mal eine Runde da, wo wir jetzt schon herkommen. Gut, die Küche. Doesn't seem used much. He must get a lot of takeout. Naja, ich meine, wenn man alleine wohnt, ist das gar nicht mal so unüblich. He worked for the tea. What's the combination to this thing? Wartet mal, Leute, das muss ich euch ja auch noch zeigen. Ist auch noch ein Erfolg für heute. Passt mal auf. These look like pieces of the same picture. Who is this person? Können wir das mal ganz kurz, Erika? Hier, es stand ja... Naja, einmal umdrehen. Ah. She's my next victim. Also sie ist mein nächstes Opfer. Und das an Davies geschickt. Heißt also 6174. Das wollte ich mir auch nochmal hier aufschreiben. 6174. Code. Oh Gott. Code. So. Ende 6174. Huch. Vielleicht, zurück zum Fall. Vielleicht müssen wir das... Na, vielleicht. What's the combination? Das brachte mich eben gerade auf die Idee. Sechs, 1, 7, 4. Drehschalter. Es geht auf, ne? What is all that? Let's look at it. Also hat der Killer auch schon wieder was mit dem Fall zu tun. Mordopfer aus Tennessee, aus Longmore, aus New York, aus Boston. Alter Schwede. This file has info on 3 different women, all from Memphis. 3. And things in here. A candy wrapper, a few long strands of hair. A long handwritten dialogue between one of the women and someone else. The women's names are Carolyn Palmer, Megan Martha, and Beth Williams. Das sind Trophäen. Der sammelt Trophäen, oder? Aber warum hat das der Kleine hier, der Anthony, warum hat der das hier? Ich dachte, das wäre ein Opfer. This is our guy, Longmore. So he's kept a file on himself? Ja, ach so, Let's Longmore. see. Looks like he worked in public transportation in New York and Memphis. He was charting his weight every few days. He has a detailed account list of all the movies he's seen this year, and women he noticed while in the theater. Was? Wer macht denn sowas? There are 3 women profiled in this folder, all from New York. It's full of little notes, shopping habits, places where they ate, clothes they wore most frequently. The 3 women's names are Janelle Katona, Emily Carlson, and Nadia Schwartz. I'll look at those other cases in more detail later. I want to focus on the case at hand, and I think I have all the info I need with the Boston profiles. Damn it, this was right under my nose.
Sarah Goodman, Amy Lewis, and Elizabeth Bauer. I know Sarah and Amy. So does that mean that Elizabeth was already... Ugh, damn it. She was before Sarah. There are notes in here on them, tons of details. Today I brushed up so close I was able to smell her. What? What is this? Das sind Gedanken eines kranken, perversen Typen. Amy, hier ist Sarah. Sarah Goodman, 34. Hanged on 10. Oktober. Oh Mann. Das war 2005, 3 Jahre früher. Das ist wieder 3 Jahre später. Die hat eine ganz schöne Zeitspanne, ne? You spend time with me. Achso, warte mal. Lies This vor? is the one that's not a surprise. Sarah, murdered in her house at 514 Chestnut Street. Maybe I'm just exhausted right now, but sometimes this shit gets to me. Krass. You spend time with me, then you go spend time with your husband. Erst verbringst du Zeit mit mir, dann verbringst du Zeit mit deinem Mann. Du kannst nicht beide haben. Du musst dich entscheiden. Eine Person, that's the person you spend your time with. Naja, also eine Person, mit der du die Zeit verbringst. Why don't you understand this? Warum verstehst du das nicht? Niemand understood this. Niemand versteht das. Elizabeth, 32. Erhängt, war eine Lehrerin. I'm happy tonight. Sie ist quasi also die erste. Hier, warum so krakelig? Well, which? Was? Which is it? Oh, das ist schon krass. Spending lots of time together. Also sie haben eine lange Zeit miteinander verbracht. Sometimes she even calls me. Manchmal ruft sie mich einfach an. I think she's someone who could make me happy. Ich denke, sie ist jemand, der mich glücklich machen könnte. Endlich. Und vielleicht I can do the same. Und vielleicht kann ich dasselbe machen. Uah, gruselig. Einfach nur gruselig. Und hier eine Krankenschwester, eine Nurse. She said she's learning? She told me she's leaving. Ja, sie hat mir gesagt, sie wird gehen, also einfach wahrscheinlich die Stadt verlassen. Und das schon sehr bald. And if it's just me here. Ach ja, und dann bin ich halt nur noch alleine hier. Then I'll be the only one, yeah. The only one on this whole city, der wirklich alleinige hier in dieser verdammten Stadt, also in dieser großen verdammten Stadt. Sie mag mich, sie vertraut mir. I can persuade, to stay. Das ist alles total merkwürdig. Looks like he tracked you for some time, Amy. Address is at 1170 Melrose. Der hat schon immer gedacht, die wären zusammen oder so. Das sind so ganz flüchtige Bekanntschaften wahrscheinlich. Und dann die Mörder denken jedenfalls, sie sind ewig lange zusammen und ja. Elizabeth, it looks like Longmore had a pretty detailed fantasy life with you. Lots of notes on it. He knew where you lived, too. Das hat er bei allen gewusst. 730 Joy Street. Das hat er doch bei allen gewusst. Krass. Einfach nur krank, dieser Typ. Longmores Notizen, also das ist interessant. Sully, Gut. call someone in the department and find more on these women. You got it. Los, Sully. Hey, Martin. Yeah, I need you to look a few things over for me. Yeah, I have a couple of names for you. Yeah. Uh-huh. Right, okay, the first one. Okay, we got some info here. These women were all suicides, except for Emily Carlson in New York. They never caught the killer, but it was an obvious murder. The third woman in New York, Nadia Schwartz, hasn't been reported as missing or dead. Oh. Okay, die Nadia ist noch nicht mal gemeldet worden. Sully, ist es Robert? Nein. Ich glaube nicht, dass der Anthony Longmore das hier ist. Das ist nur irgendwie so eine Farce oder irgendeine Vorgabe, es hier so darstellen zu lassen. Aber vielleicht ist Anthony jemand, den er persönlich kannte. Er ist auch ein männlicher, ne? Also
Warum hat der Mörder sein Vorgehen geändert und einen Mann getötet? Why did the killer change his pattern and kill a man? I don't think that's the question we need to be asking at this point. Right. Let's keep looking. Ist der Anthony wirklich auch tot? Also das macht für mich keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass... Robert sowieso nicht. Give me a second to answer that. Na, das glaube ich nicht. Wir müssen mal unsere Visionen hier einsetzen. Aber wir haben noch eine Menge zu erforschen, zu erkunden. Und ich bin gespannt, was wir hier wirklich offenlegen. Eben auch mit der Projektion. Oder hast du nicht gesehen? Ihr Lieben, wir machen jetzt Schluss. Wir sehen uns morgen wieder, weil gestern Sonntag und ich habe gerade so viel mit Tierarzt auch zu tun. Ihr Lieben, seid mir nicht böse. Der kleinen Maus, also meiner Maus, geht es leider nicht so gut. Und ja, wir machen dann morgen weiter, wieder 40 Minuten. Wir sehen uns dann. Und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss mit Ö. Tschüss.